Hallo an alle K-System und OpenK-Freunde auf YouTube. Schön, dass ihr dieses Video wieder angeklickt habt. Und ich verspreche euch jetzt schon, heute wird's richtig gut. Denn mit Sicherheit kennt der ein oder andere von euch das Problem. Ihr habt ein richtig schönes Fahrzeugmodell gefunden und würdet es gerne aufs K-System bzw. das OpenK-System umbauen. Und oftmals währt dann die Freude aber nicht lange, denn spätestens wenn man das Fahrzeug aus der Verpackung rausnimmt, muss man feststellen, ja, die Reifen sind Hartplastik. Natürlich gibt es im Handel Gummireifen, die man dann ersetzen kann, aber auch da ist es oftmals so, dass eben die Reifen, die es zu kaufen gibt, einfach nicht zum Fahrzeugmodell passen. Ja? Beziehungsweise hat zum Beispiel, ich habe hier mal so ein Beispiel, hat die Felge einfach so einen komischen Durchmesser, dass quasi die handelsüblichen Reifen da gar nicht drauf heben. Ja, ich habe das mal hier, könnt ihr gucken, ich lege die da rein, aber das Ganze hebt nicht, das löst sich sofort wieder raus. Ja? Das ist oftmals der Fall. Oder dass auch die Größe nicht passt. Und dann sitzt man da und denkt, ja, eigentlich ein schönes Modell, aber was mache ich jetzt? Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit wenig Handgriffen, ja, euch eure eigenen Gummireifen herstellen könnt. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein 3D-Programm, das ihr kostenlos bekommt, ein 3D-Drucker und dieses Resin hier. Denn das ist ein Gummiresin, mit dem ihr solche Gummireifen herstellen könnt. Doch bevor es losgeht, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wie der ein oder andere schon mitgekriegt hat, veranstalte ich auch von Zeit zu Zeit OpenK-Einsteigerseminare. Das nächste Seminar findet schon in wenigen Wochen am 25.05. in Schneitach statt. Und hierfür sind noch wenige Plätze verfügbar. Und vielleicht gibt es ja noch den einen oder anderen Zuschauer, der gerne an dem Seminar teilnehmen möchte. Alle weiteren Infos zum Inhalt, zum Ablauf und zu den Kosten findet ihr auf meiner Homepage. Den Link dazu gibt es wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt würde ich sagen, legen wir auch gleich los. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Zum Erstellen meines Reifenmodells verwende ich die Open Source Software FreeCAD. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Hier jetzt einfach mal schon so ein Beispielreifen und jetzt zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr so einen Reifen herstellt. Dazu müssen wir natürlich als nächstes erstmal ein neues Dokument erstellen. Das können wir auch gleich mal wieder speichern. Ich nenne das natürlich jetzt einfach mal Reifen 3. Ja, weil die anderen habe ich ja schon. Jetzt habe ich meinen Reifen 3. Und jetzt ist es wichtig, dass ihr in der Part Design Workbench seid. Ja, also in der Part Design Arbeitsumgebung. Und hier drin erstellen wir jetzt einen neuen Körper. Ja, quasi unseren Reifenkörper. Ja? Auch den Körper können wir natürlich wieder umbenennen. Halt, Körper umbenennen, auch wieder in Reifen am besten. So. Und jetzt müssen wir natürlich die Reifenskizze anlegen. Dafür drücken wir hier auf Neue Sketch oder Skizze erstellen. Jetzt möchte FreeCAD natürlich wissen, ja, auf welcher Arbeitsebene möchtest du das Ganze erstellen. Ich sage jetzt hier die XY-Ebene. Ja, und dann klicke ich auf OK. Und jetzt wechselt FreeCAD in die Sketcher Workbench. Und hier drin kann ich jetzt meinen Reifen zeichnen. Und wir zeichnen den Reifen jetzt quasi aufgeschnitten. Das heißt, einmal durch den Reifen durchgeschnitten. War davon auch nur die Hälfte. Das bedeutet, als erstes lege ich mir mal eine Hilfsgeometrie an. Dazu wechsle ich hier in meine Hilfsgeometrie. Ihr seht, dann werden nämlich diese Striche hier oben blau. So, und jetzt zeichne ich von hier nach oben erstmal einen Strich, der die Hälfte meines Felgendurchmessers entspricht. So, da lege ich erstmal den Strich hin und das Ganze machen wir jetzt. Und da tun wir jetzt den vertikalen Abstand festlegen.
Und hier muss man jetzt einfach mal die Felge messen im Durchmesser. Ja, in meinem Fall wäre das jetzt 6, die hat jetzt 6,4. Und jetzt müssen wir noch eins beachten. Unseren Reifen, der soll ja später richtig fest auf der Felge sitzen. Aus dem Grund müssen wir unseren Reifen natürlich ein bisschen kleiner designen, ja, als die Felge später ist. Also ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn der Reifen im Durchmesser immer 0,1 bis 0,2 kleiner ist. Da ich ein bisschen bequem bin, jetzt das alles vorher auszurechnen, lasse ich das FreeCAD machen und schreibe hier rein, ist gleich. Dann öffnet sich hier so eine Expression, dann gebe ich ein 6,4 minus 0,15, also ich gehe hier nicht ganz, 6,4 minus 0,15. Ja, ich gehe also hier nicht ganz auf die 0,2 und teile jetzt das Ganze durch 2. Und habe somit meine Höhe. Meinen einen Strich, der meinem Felgendurchmesser entspricht. Und hier oben drauf kommt jetzt erstmal so eine allgemeine Raumreservierung, wo sich quasi mein Reifenprofil drin aufhält. Ja? Und zwar mache ich jetzt einfach hier mal so ein Teil. Ich lege jetzt einfach hier mal so ein Rechteck hin. Und auch hier ist es jetzt wieder wichtig, dass wir zwei Maße festlegen. Einmal hier oben das Maß. Und auch das ist natürlich wieder nur die Hälfte von meinem Reifen. Also wenn mein Reifen jetzt zum 3,6 hat, dann ist es natürlich 3,6 durch 2. Dann schreibe ich ist gleich 3,6 durch 2, 1,8. Ja? Also ihr seht, FreeCAD kann auch rechnen. Ihr müsst es nicht alles jetzt im Vorfeld ausrechnen. Jetzt ist es natürlich wichtig, dass wir das Gesamtmaß von unserem Reifen nehmen. Ja, weil das ist das, was ich am einfachsten messen kann. Und deshalb lege ich jetzt mein Vertikalmaß nicht hiervon fest, sondern ich sage von hier unten bis hier oben. Da möchte ich mein Vertikalmaß haben. Wichtig, auch das ist natürlich wieder durch 2 zu teilen. So. Und mein Reifen hat einen Gesamtdurchmesser von 11,6. Deshalb machen wir auch wieder ist gleich 11,6 durch 2. So. Batsch. So. So, jetzt können wir natürlich dieses Maß hier mal noch herausfahren. Und jetzt sehen wir auch schon, unsere Skizze ist vollständig bestimmt. Und das, was ihr bisher hier seht, ist einfach nur unsere Hilfsgeometrie, um jetzt unseren Reifen erstellen zu können. Ja, jetzt wechsle ich wieder von meiner Hilfsgeometrie in meine eigentliche Skizzengeometrie und zeichne folgende Linien. Als erstes mache ich mal hier hinten eine Linie hin. So. Und jetzt seht ihr schon, ja, jetzt fängt er hier an zu meckern. Mit einer überflüssigen Randbedingung. Das habe ich immer noch nicht rausgekriegt, warum er das jetzt macht. Diese überflüssige Randbedingung, die lösche ich natürlich jetzt gleich wieder weg. Und jetzt könnte man natürlich sagen, naja, eigentlich langt doch das schon, aber wenn wir uns mal einen Reifen in der Realität angucken, ja, ich habe hier einfach mal auch so einen Querschnitt von dem Reifen, dann sehen wir ja, unser Reifen ist nie rechteckig. Ja, hat ja immer hier oben die Lauffläche, die ja bei unseren Modellen eigentlich gerade ist, eben ist. Und dann haben wir hier neben so einen kleinen Wulst. Ja, und auch den Wulst möchten wir natürlich darstellen. Aus dem Grund mache ich jetzt Folgendes. Ich zeichne jetzt hier oben eine Linie. Ja. Auch hier fängt er jetzt wieder an rumzumeckern. Deshalb löschen wir das gleich wieder. Dann zeichne ich hier unten eine Linie. Auch hier meckert er wieder. Also wenn da jemand mir einen Tipp geben kann, wie ich das hinkriege, dass er das nicht immer macht, ruhig rein in die Kommentare. So, als nächstes ist ja bei unserer Felge
immer so noch so einen Rand, ja, so eine Kante vorne, damit der Reifen nicht runterrutschen kann. Auch die muss ich natürlich hier in meinem Reifen darstellen. Ja, das wäre dann quasi das hier. So. Und das Stück hier, das verbinde ich jetzt mit einem Bogen. Und zwar mit einem Bogen auf 3 Punkte. Das heißt hier, hier und ich gehe hier an diese Linie dran. So. Einfach erstmal nur so. Alles andere machen wir jetzt. Jetzt müssen wir natürlich wissen, einmal, wie hoch muss dieser Wulst hier sein. Ja. Und auch hier tun wir ganz einfach unsere Felge messen. Ja. In meinem Fall sind es jetzt 7,1. Und auch hier mache ich eigentlich nichts anderes, wie zu sagen, von hier nach hier. Ja, auch hier wieder ist gleich. Und wichtig, wir haben ja vorhin unsere Reifen ein bisschen kleiner gemacht. Das machen wir da auch wieder. Ja. Deshalb gebe ich wieder ein 7,1 minus 0,15 durch 2. Und okay. So, dadurch haben wir schon mal das Maß. Ja. Jetzt müssen wir natürlich noch wissen, wie groß ist das Maß hier. Ja, auch dazu messen wir ganz einfach unsere Felge. Ja. In dem Fall sind es 0,9. Ja, in dem Fall sind es 0,9 und auch hier legen wir jetzt unser Maß mit 0,9 fest. So. Sehen wir aber immer noch, unsere Skizze hat noch 2 Freiheitsgrade und das Ganze hier sieht ja auch noch nicht so schön aus. Ne? Das sollte ja, wenn, dann schon ziemlich symmetrisch sein. Und dazu wechsle ich zunächst erstmal wieder in die Hilfsgeometrie und mache jetzt quasi hier eine Linie, verbinde die 2 Punkte mit einer Linie. Und dann sage ich parallel. Ich mache quasi die Bedingung parallel. Ich mache jetzt diese Linie parallel zu dieser Linie. So. Jetzt haben wir erstmal hier so einen schönen Radius und jetzt müssen wir natürlich hier noch ein Maß festlegen, damit wir sagen, ja, wie groß sollen jetzt mein Bogen hier werden. Ja, und da habe ich so die Erfahrung gemacht, ja, mit so 0,3 haben wir da eigentlich, oder sieht es eigentlich ganz gut aus. Ja. Und jetzt sehen wir auch schon, nachdem ich jetzt dieses letzte Maß festgelegt habe, ist meine Skizze vollflächig bestimmt, obwohl ich natürlich hier unten kein Maß festgelegt habe und hier oben kein Maß festgelegt habe. Ja. Ergibt sich halt einfach daraus, weil wenn ich das alles bemaß hier, ja, dann bleibt da oben halt nicht mehr viel übrig. Auf jeden Fall, jetzt haben wir eine vollständige, bestimmte Skizze, sage ich mal, von einem Viertel unseres Reifens. Ja. Damit schließen wir auch schon die Skizze und jetzt haben wir so ein Teil hier. Na. So, jetzt haben wir hier so ein Teil. Und jetzt klicken wir hier auf Drehteil. Ja, jetzt rotieren wir unseren Reifen. Das stimmt natürlich nicht. Momentan sagt er vertikale Skizzenachse. Ja, das passt natürlich nicht, sondern wir wollen die horizontale Skizzenachse. Und siehe da, voilà, hier haben wir schon mal die eine Seite oder die eine Hälfte jetzt von unserem Reifen. Ne? Wir klicken auf OK. Jetzt ist es natürlich hier oben noch ein bisschen blöde, oder hier jetzt haben wir natürlich hier oben noch eine relativ harte Kante. Ja, so sieht natürlich kein Reifen in der Realität aus. Ja, die gehen ja hier schön, ja, die sind ja hier schon schön rund. Ja, das ist also alles schön in einer Kontur. Aus dem Grund klicken wir jetzt hier auf Verrundung. Und nehmen quasi diese Kante hier. Nehmen diese Kante hier an, klicken die hier an. Da steht hier Edge 8.
und sagen jetzt hier zum Beispiel einen Radius von 0,3 mm und klicken hier mal auf Vorschau. Und dann sehen wir schon, dann wird jetzt mein Reifen hier schön abgerundet. Ja. Das ist natürlich Geschmackssache, je nachdem wie euch das gefällt. Ja. Ihr könnt natürlich auch hier oben eine viel größere Rundung reinmachen, je nachdem wie euch das Ganze gefällt. Ne? In meinem Fall lasse ich die 0, wobei, ne, ich gehe mal auf 0,4. Soll ich auf 0,4 gehen? Oder sogar, ach komm, besser was, wir probieren es mal mit 0,5 sogar. Ja, ist ja ein großer LKW-Reifen. Ne, ich mache doch wieder 0,4. So. Ist ja ein größerer LKW-Reifen, da kann man da ruhig ein bisschen eine größere Rundung reinmachen, wie vielleicht bei einem PKW. Und dann klicken wir hier oben auf OK. So. Was man auch noch machen sollte, na komm, bleib. Was man auch noch machen sollte, die Kante hier unten drin. Ja, auch die, beziehungsweise auch die Kanten, die sollte man auch noch ausrunden ein bisschen. Ja, deshalb gehe ich jetzt gleich nochmal auf Verrundung, wähle diese Kante hier unten aus und sage hier zum Beispiel 0,2 und sage Vorschau. Ja, und mache hier unten so noch so eine kleine Rundung rein und auch dann kann ich auch sagen, komm, hier oben auch die hier mache ich auch mit 0,2, tue die so ausrunden. Okay. Und klicke wieder auf OK. So. Jetzt haben wir natürlich schon, sieht schon nicht schlecht aus, unseren Reifen, ne? Aber wir haben natürlich bisher immer nur eine Hälfte von unserem Reifen. Ne? Aus dem Grund sagen wir jetzt, wir wollen das Ganze noch einmal spiegeln. Und hier sagt er auch schon, ja, was ich alles gespiegelt haben möchte. Ja, die Revolution, dieses Fillet, diese Abrundung und diese anderen zwei Abrundungen. Und dann sage ich einfach OK. Na, achso. Alles auswählen natürlich und auf OK. Jetzt dauert das kurz und ich hoffe, die Maschine stürzt jetzt nicht ab. Jawohl. So, und schaut mal her. Ne? Sieht doch richtig geil aus jetzt, unseren Reifen. Ne? Hier wieder wichtig die vertikale Skizzenachse. Ne? Und dann klicken wir auf OK. Und schon haben wir quasi auch mit relativ wenig, ja, und wenn man sich jetzt mal überlegt, was wir eigentlich von dem Reifen gezeichnet haben und wie schön unseren Reifen jetzt aussieht, ne? Der ist wirklich auf allen Seiten parametrisch gleich. So wie der Reifen jetzt aussieht, könnten wir den natürlich ohne Probleme produzieren, also drucken. Ja? Der würde auf dem Modell wunderbar funktionieren. Ja? Also technisch wäre das alles soweit jetzt okay. Allerdings sieht er halt optisch noch nicht ganz so schön aus, denn wenn man sich halt mal so einen Reifen in der Realität nochmal anguckt, dann hat er ja auf der Oberfläche noch ein Profil drin. Ja, ich sag mal, ja gut, dieses Profil hier, diese Querprofile, die muss ich jetzt nicht unbedingt nachbilden, ja, aber zumindest sage ich mal, die Profilrillen, die sollten schon irgendwie ein bisschen nachgebildet sein. Genau das machen wir jetzt. Dazu wählen wir wieder unseren Reifen aus und gehen hier auf eine Skizze erstellen. Und dann ist es jetzt wichtig, dass wir für die Skizze zu erstellen, diese Ebene auswählen, wo wir vorhin unsere Reifenskizze erstellt haben. Ja, da gehe ich jetzt wieder auf die XY-Plane. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat das bisher immer nur so funktioniert. So, und dann klicken wir auf OK. So, jetzt haben wir hier unser Reifenmodell. Ja, und als nächstes aktiviere ich erstmal die Schnittansicht. Ja, damit eben mein Reifen, weil ich bin ja jetzt auf einer Ebene, wo mein Reifen durchgeschnitten ist. So, dann gucke ich, dass hier oben meine Hilfsgeometrie aktiviert ist und jetzt klicke ich hier auf externe Geometrie erstellen. Und dann wähle ich hier oben meine obere Kante von dem Reifen aus. So, das war's schon mit Escape abbrechen. So.
Jetzt seht ihr, habt ihr hier so eine magentafarbene Linie und das ist quasi eure Referenzlinie zu der vorhandenen Reifengeometrie. Und hier drin basteln wir uns jetzt unser Rillenprofil. Dazu wechsle ich natürlich wieder von der Hilfsgeometrie und meine eigene Modellgeometrie und wähle hier oben ein Dreieck aus. Wenn bei euch das Dreieck hier nicht angezeigt wird, so wie bei mir, dann guckt mal hier neben, da könnt ihr nämlich noch mehrere Dinge auswählen. Wahrscheinlich müsst ihr da einfach mal kurz draufklicken. So, ich nehme jetzt auf jeden Fall mein Dreieck und lege jetzt hier auf diese Geometrie, hier auf dieses Teil lege ich jetzt hier mein Dreieck. Ja, so. Und zwar auch hier wieder mit der Spitze hier auf diese Geometrie. So. Dann sieht das Ganze hier so aus. Und jetzt schieben wir das Ganze mal hier so runter. Und hier machen wir jetzt unsere Einkerbung. Dafür tun wir wieder einen vertikalen Abstand festlegen. Und zwar von hier nach hier. Und das Ganze mache ich so 0,15 mm tief. So. Damit die Kiste hier nicht meckert, kann man natürlich das Ganze hier abbrechen. Sorry. Damit die Kiste hier nicht meckert, kann man das ganze Teil zum Beispiel noch auf 0,3 festlegen und dann sieht das Ganze hier so aus. Und schon sind wir wieder fertig und sagen schließen. So, jetzt, wie ihr seht ihr erstmal nichts. Wir müssen erstmal unseren Reifen drehen. Und hier sehen wir jetzt, guckt so ein Teil hier raus. Und jetzt klicken wir hier oben auf Nude. Und jetzt sehen wir erstmal, ja, auf einmal ist hier alles weg. Ja, dafür müssen wir wieder auf die horizontale Skizzenachse. Ja, dazu müssen wir jetzt erst wieder von der vertikalen auf die horizontale Skizzenachse wechseln. Und wie ihr jetzt seht, habt ihr hier so eine schöne Nude drin. Ja? Und da sagen wir wieder okay. So. Jetzt sieht natürlich dieser Dreieck-Cut immer noch nicht ganz so schön aus. Aus dem Grund klicken wir hier wieder auf Verrundung. Und jetzt wählen wir einmal die Kante aus und die Kante aus und sagen hier zum Beispiel 0,1 mm und klicken mal auf Vorschau. Nochmal. Und jetzt sehen wir schon, ja, das sieht schon ein bisschen schöner hier aus, ne, mit der Rundung. Dann machen wir OK. Und jetzt ist natürlich auch dieser Dreieckschnitt hier drin auch noch nicht so ganz so schön. Deshalb klicken wir nochmal auf Verrundung. Und wählen uns die Kante hier innen drin aus. Die hier. Und sagen hier wieder zum Beispiel 0,05 mm und auf Vorschau. Und jetzt haben wir hier so ein schönes Rillenprofil drin, ne? Und sagen okay. So. Jetzt haben wir natürlich erstmal nur eine Rille. Ja, und die wollen wir natürlich jetzt noch mindestens einmal hier und einmal hier darstellen. Schauen wir mal, ob wir nicht vielleicht sogar zwei hinkriegen. Aus dem Grund wählen wir uns diese drei Teile, die wir hier jetzt erzeugt haben, aus und sagen hier eine symmetrische oder ein lineares Muster erstellen. Warum man da jetzt so lang rechnet, ist auch noch eine gute Frage. Und jetzt sehen wir hier schon, sind unsere drei Elemente drin. Ja. Und hier müssen wir natürlich jetzt eine Länge festlegen. Da stehen natürlich jetzt die 100 mm drin. Die sind natürlich viel zu viel. Da gehen wir zum Beispiel mal auf 1 mm. Und dann sehen wir hier schon, wird hier meine zweite Rille hergestellt. Und da muss ich jetzt sagen, der Abstand, der ist mir teilweise schon ein bisschen arg breit.
Von daher gehe ich hier auf 0,8 zum Beispiel Abstand. So, jetzt rutscht er ein bisschen weiter rein. Das sieht ganz gut aus. Ja, und dann klicken wir auf OK. Ja, wir müssen das Ganze jetzt in 2 Steps machen, weil ich keine Möglichkeit habe, das einmal links und einmal rechts gleichzeitig zu machen. Genau, so, also ich wähle wieder hier meine 3 Teile aus und klicke wieder hier auf lineare Struktur. Lass ihn wieder kurz rechnen, den Rechner. Und gebe hier unten wieder meine 0,8 ein. Aber diesmal sage ich umgekehrte Richtung. Und ihr seht, das Ganze ist auf der anderen Seite. Und dann wieder auf OK. Und schon habt ihr einen Reifen mit Rillen. Ne? Der sieht doch schon richtig gut aus. Ja, und damit sind wir auch endlich fertig mit unserem Reifen. Wichtig ist natürlich, das was ich auch bis jetzt immer wieder zwischendurch vergessen habe, speichert euren Reifen zwischendurch ab, weil wenn euch der Rechner abschmiert, ja, dann fangt er halt wieder bei Null an. Ne? Jetzt müssen wir natürlich diesen Reifen als STL-Datei exportieren. Das geht auch ganz einfach. Wir wählen hier unseren Reifen aus und sagen exportieren. Und jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Okay, weil ich muss nämlich auf mein Objekt, den Reifen, gehen. Und sage jetzt exportieren. Und jetzt kann ich meinen Reifen 3 exportieren und klicke auf Speichern. So. Und wenn wir jetzt hier reingucken bei FreeCAD, dann sehen wir hier Reifen 3 STL-Datei. Wunderbar. Diese STL-Datei wiederum, die können wir jetzt ganz einfach in unsere Slicer-Software reinladen. Ich verwende hier immer Cheetobox bisher. Also ich kann bisher nichts Negatives über Cheetobox sagen. Ich komme damit relativ sehr gut zu klar. So, die tun wir hier rein, machen das Ganze jetzt mal wieder groß. Und bevor wir jetzt dieses Modell so aufbereiten, damit wir es natürlich dann nachher drucken können, zeige ich euch erst einmal ein paar Materialeigenschaften von diesem Resin, denn man muss dazugeben, dieses Resin ist nicht ganz so einfach zu verarbeiten wie solche normalen anderen Standardresine wie ABS-like oder sonst irgendetwas. Deshalb gehen wir jetzt erstmal an den 3D-Drucker, da habe ich das Material drin und zeige euch da ein bisschen was. Der größte Unterschied gegenüber Standardresinen ist die Viskosität. Hier seht ihr mal ein Standardresin mit einer relativ niedrigen Viskosität. Und hier jetzt im Vergleich das Flexresin, hier seht ihr schon, das läuft sehr, sehr langsam und sehr, sehr zähflüssig, also hat es eine hohe Viskosität. Besonders bemerkbar macht sich das Ganze, wenn ich das Material jetzt hier mal so zur Seite schiebe und ihr seht, wie lange das Material jetzt dauert, bis diese Lücke wieder geschlossen ist. Im Gegensatz jetzt hier nochmal das Standardresin mit einer niedrigen Viskosität, ihr seht, zack, ist das Ganze wieder zu. Also ihr habt jetzt schon mal gesehen, wie so die Eigenschaften von dem Material sind. Und da halt das Material so zähflüssig ist, benötige ich halt da auch spezielle Einstellungen, also Slicer-Einstellungen. Ja, ich kann euch das hier mal zeigen. Also hier Druckeinstellungen brauche ich da spezielle, gerade hier was Hebeabstand etc. pp. Und so weiter betrifft. Ja, brauche ich also hier wirklich sehr spezielle Einstellungen. Und damit ich jetzt das alles nicht mehr händisch ausdenken muss und alles händisch eingeben muss, hat Resione auf seiner Homepage also wenn ihr hier auf die Homepage von Resione geht und hier bei Support auf Settings geht, könnt ihr euch hier Setting Files zum Import in euer Slicer-Programm für Cheetobox zum Beispiel oder auch für den Ligier-Slicer, könnt ihr euch hier die entsprechenden Setting-Files für diverse 3D-Drucker herunterladen. Ja?
Auch hier ist auch sehr gut erklärt, wie ihr das Ganze dann importieren könnt in euer Slicer-Programm. Von daher von daher gehe ich hier jetzt nicht genauer drauf ein. Auf jeden Fall könnt ihr das dann hier reinladen. Dann sind halt die meisten Einstellungen schon vorhanden. Ihr braucht da gar nicht mehr groß was zu verändern. Das Einzige, was ich zum Beispiel noch geändert habe, ist zum Beispiel die Ruhezeit nach dem Lift. Da habe ich 1 Sekunde eingegeben. Ja, man sieht auch noch, was das bedeutet. Ja, nachdem der Arm hochgefahren ist, wartet er kurz und fährt es dann wieder runter. Da habe ich noch 1 Sekunde eingegeben. Und bei der Bodenbelichtungszeit, die war glaube ich bei 40 Sekunden gestanden, da bin ich sogar noch höher gegangen, bin auf 50 Sekunden gegangen. Ja. Ansonsten auch die Schichtzahl habe ich halt wieder auf 5 erhöht. Ja, das waren so ein paar Sachen, die ich ein bisschen noch verändert habe bei den Druckeinstellungen. Ja, also bei den Druckeinstellungen für das Harz. So, da gehen wir mal wieder auf Abbruch. So, was gibt es jetzt noch zu beachten? Was ich schon festgestellt habe, ist, dass gerade bei diesem sehr flexiblen Resin, bei diesem F80 Resin, die Modelle teilweise ein bisschen größer rauskommen, als sie eigentlich konstruiert worden sind. Ja. Es ist nicht viel, es liegt im 0,2, 0,3 mm Bereich, ja, wo eure Modelle größer rauskommen, als sie gedruckt worden sind, also konstruiert worden sind. Natürlich könnte ich das jetzt schon bei der Konstruktion mit berücksichtigen, aber naja, da ich halt nicht weiß, ob ich es mal mit einem anderen Material drucken möchte, macht es halt relativ wenig Sinn. Deshalb gehe ich halt her und sage jetzt, bevor ich überhaupt irgendwas mache, gehe ich erstmal her und sage halt hier, naja, mein Modell ist jetzt 11,6 groß. Jetzt sage ich halt einfach, mein Modell soll 11,3 bloß werden. Ja, oder 11,2. Ja. Dadurch tue ich einfach das Verhältnis ein bisschen verkleinern und dadurch passt das Ganze wieder am Ende. Ja. So. Jetzt müssen wir das ganze Teil natürlich noch auf unsere Bauplattform positionieren. Das Ganze hier so zu drucken macht relativ wenig Sinn, weil dann werden unsere ganzen Supports hier an der Lauffläche gesetzt und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja eine saubere Lauffläche haben später. Aus dem Grund drehe ich das Ganze immer auf die Seite, ja. Allerdings nicht komplett um 90 Grad, damit das Teil nicht komplett so liegt, ja, sondern ich mache eine Schrägung von 10 Grad. Das heißt, ich gehe anstatt auf minus 90 auf minus 80, ja, und drucke das Ganze hier so raus. Dann erzeugen wir mal unsere Supports. So, und hier ist es jetzt auch wichtig, also ich arbeite generell bei meinen 3D-Drucken, ja, wenn ich also was mit Resin drucke, arbeite ich als Basisträger immer mit so einem Ponton, mit so einem Schlittschuh. Wenn wir uns dieses Teil hier jetzt mal angucken, dann sehen wir gleich Folgendes. Wenn ich jetzt hier mal runterfahre und er druckt es, so, dann ist bis hierher alles noch okay. Und hier sehe ich, dass er jetzt hier, ich gehe mal noch ein Stück zurück, hier sehe ich jetzt, dass er hier quasi nur den Rand druckt und das innere Stück nicht. Und das sorgt halt dafür, dass in dem Moment, wenn meine Bauplattform nach oben fährt, dass hier so eine Art Vakuum bzw. so ein saugendes, wie soll ich erklären, so was Saugendes entsteht. Und das wirkt sich halt, und das ist halt ein Riesenproblem, gerade bei diesem zähflüssigen Material. Und da kann es halt dann passieren, dass in diesem Moment, ja, euer Druckobjekt sich von der Bauplattform löst. Weil halt in dem Moment diese Saugwirkung viel stärker ist, wie eure Haftkraft von eurem Objekt an der Druckplatte. Ja? Und ich kann euch sagen, ich spreche da aus Erfahrung, das ist mir nämlich am Anfang auch passiert. Aus dem Grund muss ich halt jetzt hier diesen Schlittschuh ein bisschen anpassen, damit eben das nicht mehr passiert. Dazu gehe ich auf die erweiterten Einstellungen und sage hier einfach diese Roughed Dicke. Ja, da habe ich einmal diese Floßhöhe. Ja, diese Floßhöhe
das sieht man hier, das ist das Teil hier. Und die Raft-Dicke, das ist sozusagen das Unterteil. Ja? Und deshalb gehe ich einfach her und sage hier, meine Raft-Dicke ist auch 1,8. Und dadurch ist das Ganze hier weg. Und was ich dann auch noch mache, ist quasi diese Floßneigung hier neben. Ja? Die mache ich auch auf 50 Grad. Ja? Dann ist die ein bisschen steiler. Und dadurch habe ich auch nochmal eine größere Auflagefläche, beziehungsweise gehe dann hierher und sage auf 120% und habe somit hier unten nochmal eine größere Auflagefläche und eine größere Haftfläche. Ja. Und jetzt müssen wir ja natürlich unsere ganzen Supports setzen. Ja. Und auch bei den Supports ist wichtig, dass ihr bei dem oberen Durchmesser, also der Durchmesser, das seht ihr hier auch nochmal, das ist quasi der Durchmesser, der dann mit eurem Objekt sich verbindet, dass der nicht zu klein ist. Ja? In der Anleitung steht drin mindestens 0,8 mm. Ich habe das Ganze jetzt schon mal mit 0,6 probiert. In dem Fall, sage ich mal, funktioniert das bei mir auch mit 0,6 wunderbar, aber viel dünner solltet ihr definitiv nicht sein. Ja? Und jetzt müssen wir halt hier unsere Stützstruktur wieder setzen. Das ist jetzt im Endeffekt nichts anderes wie bei jedem 3D-Druckobjekt. Ja, ich mache das dann immer so, dass ich mir das erstmal so weit wie es geht nach unten fahre und setze dann hier meine erste Stütze. Ja, guck auch nochmal, dass quasi das Teil, was dann auch wirklich als erstes gedruckt wird, dass das auch wirklich, sag ich mal, hier mit meiner Stütze verbunden ist. Ja, und dann ist halt auch wichtig, dass ich relativ schnell nebendran die nächste Befestigung setze. Gerade bei dem Material, dass ich nämlich zunächst erstmal eine gute Druckblattformhaftung habe. Ja, ich kann das dann auch hier nochmal mit bearbeiten, so ein bisschen verschieben. Also ich gucke, dass die Teile relativ dicht beieinander erstmal sitzen. Hier. Ja. Und dann kann ich hier sukzessive ein bisschen weiter nach außen gehen. Ja. So, und jetzt muss ich halt hier immer wieder schön und auch halt wirklich bei dem Material ist halt auch wirklich darauf zu achten, dass die Dinger relativ eng sitzen. Ja. Ihr müsst bedenken, das ist ein flexibles Material. Ja. Und da ist halt eine gute Stützstruktur sehr, sehr wichtig. So, und somit haben wir jetzt quasi unser Reifenmodell hier fertig. Ja, so, das können wir jetzt noch hier hinsetzen und dann tun wir das einfach mal kopieren und sagen, oh ja, mach mal 19 Stück, übernehmen. Ja, das sieht dann halt so aus. So sieht das Ganze dann aus. Ein Hinweis möchte ich euch auch noch geben. Das steht nämlich in der Anleitung von Resione drin. Man soll die Druckobjekte nur so hier am Rand platzieren. Der Grund dahinter ist einfach, ich habe euch eben schon gesagt, das Material ist relativ zähflüssig. Ja? Und gerade hier in der Mitte, in dem Mittelbereich, kann es halt sein, dass das Material nicht schnell genug nachfließen kann. Und dann werden eure Druckobjekte entweder gar nicht oder halt nicht richtig gedruckt. Und das wollen wir ja auch vermeiden. Von daher ist halt ein bisschen blöd, dass ich nur den Rand benutzen kann. Aber naja gut, ich meine, wir haben jetzt hier schon mal 20 Reifen drauf. Also da können wir schon mal ein, zwei Autos. Die dann entstehende Druckdatei muss natürlich noch auf einem USB-Stick gespeichert werden. Aber ich denke, das brauche ich euch nicht weiter zu zeigen. Wir gehen dann gleich weiter zum Drucken. Zunächst ist das Ganze natürlich alles jetzt relativ unspektakulär. USB-Stick in den Drucker rein, Druckdatei auswählen und auf Start drücken. Und dann müssen wir jetzt einfach mal eine Zeit lang warten, so 1-2 Stunden, und dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist.
Und so schnell können 2 Stunden rum sein, denn mein Drucker ist schon fertig. Und schaut mal, oh, ich sehe schon was. Das sieht ja schon richtig gut aus. Na? Guckt mal, lauter schöne kleine Reifen. Bevor ich jedoch die Bauteile von der Druckplatte löse, hänge ich meine Bauplattform zum Abtropfen immer noch mal ein paar Minuten über den Drucker, ja, schräg über den Drucker, damit eben überschüssiges Resin ablaufen kann. Das müssen wir ja nicht vergeuden, das Zeug ist ja auch nicht ganz billig. Jetzt können wir endlich unsere gedruckten Reifen von der Bauplattform lösen. Zum Ablösen der Bauteile gibt es jetzt wenig zu sagen, außer dass die, ja, man muss es schon zugeben, wirklich sehr stark an der Bauplattform heben. Ja, wir haben die auch sehr lange belichtet, die ersten Schichten, aber ja, da muss man halt einfach den Kompromiss eingehen. Aber ihr seht, mit ein kleines bisschen mehr Kraftaufwand kriegt man auch diese Bauteile dann noch relativ leicht von der Druckplattform. Und schwuppdiwupp sind wir auch schon bei der Reinigung der Druckobjekte. Die Reinigung erfolgt natürlich mit Isopropylalkohol und ich verwende hier eine 3-Stufen-Reinigung. Eine 3-Stufen-Reinigung bedeutet, ich wasche zuerst meine Druckobjekte in einem schon länger gebrauchten und dreckigeren Resin vor und entferne so den gröbsten Schmutz. Darin lasse ich die ganzen Teile jetzt gute 15 bis 20 Minuten drin waschen und ja, mein selbstgebauter Orbital Shaker, der sorgt dafür, dass diese Reinigungsflüssigkeit ständig in Bewegung bleibt und somit meine Druckobjekte gut gesäubert werden. Nach Ablauf der ersten Reinigungsperiode hole ich die Bauteile aus diesem Alkoholbad heraus und gebe sie in ein weiteres Isopropylalkoholbad, das noch relativ frisch ist. Man sieht es ja auch an der Einfärbung. Und somit durch diesen Vorgang kann ich die Lebensdauer von meinem Isopropylalkohol wesentlich verlängern und brauche weniger Material. Auch in diesem Reinigungsbad verbleiben meine Bauteile für ein paar Minuten, so meistens so 5 bis 10 Minuten. Und last but not least gebe ich nach Ablauf der zweiten Reinigungsphase meine Bauteile für ein paar Minuten nochmal in eine lauwarme Seifenlauge. Damit entferne ich quasi die Überreste von meinem Isopropylalkohol und ich habe halt einfach festgestellt, wenn ich das so mache, dass meine Bauteile anschließend weniger kleben und auch ich mir zum Beispiel das Ablasen mit Druckluft, was viele machen, einfach spare. Und natürlich riechen die Bauteile dann auch weniger nach der Alkohollösung. Jetzt bin ich endlich fertig mit der Reinigung und kann die Bauteile herausholen und lege sie meistens zum Abtrocknen auf so ein Küchenpapiertuch. So, und da sind jetzt die Teile, die Reifen. Die sehen doch schon ganz gut aus, finde ich. Ja. Gut, hätte man diese Rundung hier doch noch ein bisschen stärker ausführen können, sehe ich. Ja, die hätte man vielleicht doch noch ein bisschen stärker machen können, aber so alles in allem finde ich, sehen die ganz gut aus. Und auch vom Runtermachen her, ja, also von dieser Trägerstruktur zu entfernen, geht eigentlich ganz einfach. Man muss sie einfach nur so abziehen. Ja. Die lassen sich also wirklich ganz einfach hier entfernen. Ne, wie ihr seht, einfach kurz hier reinfahren, mal ein bisschen ziehen, zack, gehen sie ab von der Trägerstruktur. Ne? Und natürlich müssen auch die Reifen erst noch nachgehärtet werden. Jedes 3D gedruckte Bauteil muss noch nachgehärtet werden. Ja? Und bei dem Resin ist es sogar relativ lang, denn der Hersteller schreibt da was von 10 bis 15 Minuten. Und das braucht es auch. So, deshalb lassen wir das Ganze jetzt mal ein paar Minuten aushärten. So, dann wollen wir doch mal schauen, ob das Ganze auch wirklich passt, was wir hier gemacht haben. Ne? Die Spannung steigt. Ich drücke das jetzt einfach mal hier rein und sehe, oh, guck mal, wunderbar. Das Ganze hebt wirklich total fest. Ich kann das nicht mehr rausdrücken. Ja, also passt perfekt das Teil. Und auch wenn ich es dann auf die Achse drauf mache, schaut mal, sieht das nicht geil aus. Ja, also
Hier, sieht das nicht geil aus? Wahnsinn. Natürlich hätte man vielleicht das ein oder andere hier noch ein bisschen runter machen können und etc. pp. Ja, man hätte wirklich diese Abrundung hier noch ein bisschen stärker ausführen können. Vielleicht auch diese Wölbung hätte man noch ein bisschen stärker machen können. Das sind natürlich jetzt Nuancen, die muss man dann halt herausfinden. Und guckt mal, das Teil hat wirklich richtig guten Grip auf dem Tisch. Ja, und auch von der Elastizität her. Also das kann wirklich total mit unseren normalen Gummireifen mithalten. Ja, also das hat keinerlei Nachteile gegen unseren normalen Gummireifen. Von daher finde ich das wirklich ein richtig tolles und richtig geiles Material. Und ich glaube, in Zukunft werde ich immer mehr Reifen selbst herstellen, anstatt irgendwelche zu kaufen. Und hier jetzt auch nochmal ein kleiner Lauftest von den Reifen. Also ihr seht, die Reifen, die laufen wirklich super. Ja? Und auch von der Geräuschkulisse, ich bin jetzt gleich mal ruhig, könnt ihr hören, dass fast keine Laufgeräusche von den Reifen ausgehen. Na, also ich finde wirklich, die sind so schon mal super. Und was natürlich jetzt noch fehlt, ist natürlich noch der Grip-Test. Ja? Was passiert, wenn das Fahrzeug eine Steigung hochfahren muss? So, und auch hier hebe ich jetzt einfach mal mein Brett nach oben und ich bin gleich mal so frei und gehe mal so eine Steigung hoch. Und ihr seht, das Fahrzeug meistert es mit den Reifen mühelos. Ja? Also die Reifen haben wirklich richtig guten Grip. Ja, das ist eine ganz normale Standardstraße, da ist nichts im Belag drin, keine zusätzliche Haftverstärkung etc. Das ist die ganz normale Standardfarbe und ihr seht, also so eine Steigung ist ohne Probleme machbar. Und da muss ich wirklich sagen, die Reifen können wirklich 1:1 mit den gekauften Reifen mithalten. Ne? Ist das nicht einfach Wahnsinn? So einfach kann man sich seine eigenen Reifen herstellen. Also ich persönlich finde es wirklich Wahnsinn, was heutzutage alles machbar ist. Ja? Wenn ich mir überlege, früher habe ich da einen riesen Aufwand betreiben müssen mit irgendwelchen Formen und hätte das dann gießen müssen und so weiter. Und heute nehme ich einfach eine 3D-Datei und lasse mir die aus dem Drucker in dem Material, das ich brauche, ausdrucken. Ist das nicht einfach Wahnsinn? Was sagt ihr dazu? Schreibt mir eure Meinung doch gerne mal in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.